Hallo, da sind wir wieder mit Camper in Europa im gewohnten Umfeld. Ja, Südafrika war wirklich ein einmaliges Erlebnis, aber jetzt freuen wir uns auch darauf, wieder im eigenen Camper unterwegs zu sein. Und solltet ihr es verpasst haben, nach ganzen 31 Monaten Vollzeit-Vanlife haben wir Ende Januar unseren Camper ausnahmsweise mal stehen gelassen und sind nach Südafrika geflogen. In 6 Wochen sind wir kreuz und quer durchs Land gefahren und haben unglaublich viel erlebt. Von der pulsierenden Metropole Kapstadt mit ihrem Tafelberg, mit den traumhaften Stränden im Umland, den putzigen Pinguinen am Kap der Guten Hoffnung, mit der atemberaubenden Tierwelt im Kruger Nationalpark, riesigen Schluchten im Nordosten des Landes, paradiesischen Traumstränden entlang der Garden Route und vielem, vielem mehr. Dabei haben wir auch gelernt, dass die Südafrikaner selbst sehr campingbegeistert sind. Wer würde nicht gerne auf so einem Stellplatz stehen? Darüber haben wir in den letzten Wochen Videos gemacht. Wie gesagt, ausnahmsweise mal völlig ohne Camper, aber trotzdem sehenswert, wie wir finden. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, schaut gerne mal rein. Ja, und jetzt sind wir, wie ihr sehen könnt, wieder mit dem Knausi unterwegs. Tatsächlich schon seit ganzen 4 Wochen. Am 8. März sind wir zurück in Deutschland gelandet, waren dann nur ein ganz paar wenige Tage in der Heimat und sind dann direkt wieder aufgebrochen in Richtung Süden. Jetzt gerade stehen wir in Italien, im Norden von Italien, ja so eine knappe Stunde nördlich vom Gardasee, in einem kleinen Dorf ganz in der Nähe von Trient. Und hier stehen wir auf einem Stellplatz, den wir euch auch gleich unbedingt noch vorstellen müssen. Der ist wirklich besonders. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt und so einer ist uns bisher auch noch nie untergekommen. Aber alles der Reihe nach. Jetzt wollen wir euch erstmal auf unseren neuesten Stand bringen, euch dann zeigen, was für Neuerungen wir für das neue Campingjahr mit an Bord haben und dann auch noch wissen lassen, wie es bei uns in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht. Denn auch wenn wir jetzt gerade in Italien sind, ist unser eigentliches Ziel ja immer noch Spanien. Genau, seit Mitte März sind wir also zurück aus Südafrika. Wir waren nur ganz kurz in der Heimat und sind dann sofort zurück in den Van gezogen. Zuerst sind wir dann nach Bayern gefahren, um dort ein paar Freunde zu besuchen und dann weiter ins schöne Zillertal in Österreich, um dort was ganz Besonderes abzuholen bzw. an unseren Van montieren zu lassen. Wir haben nämlich jetzt einen Fahrradträger. Und einen richtig coolen noch dazu. Ein ganz neues Modell mit modularem Ansatz. Den werden wir euch in den nächsten Tagen auch in einem Video genauer vorstellen. Wir haben ihn die letzten 4 Wochen hier jetzt schon auf Herz und Nieren getestet und finden das Teil richtig klasse. Mehr wollen wir aber noch nicht verraten. Das kommt dann, wie gesagt, in einem separaten Video in ein paar Tagen. Was wir aber schon mal verraten können, jetzt wo wir auch einen Fahrradträger haben, können wir auch endlich Fahrräder mitnehmen. Und wir haben nicht einfach irgendwelche Fahrräder dabei, sondern E-Bikes. Nigel-Nagel neue E-Bikes. Unsere allerersten E-Bikes, denn bisher waren wir noch ganz klassisch unterwegs. Und die beiden Fahrräder wurden uns tatsächlich vom Hersteller Himiway zur Verfügung gestellt, um die mal ausgiebig auszutesten. Himiway ist vor allem in den USA relativ groß und bekannt und die wollen jetzt auch in Deutschland Fuß fassen. Die Fahrräder sind verhältnismäßig günstig, werden wie die wahrscheinlich meisten Fahrräder heutzutage in China hergestellt und sie werden auch nur online vertrieben. Man hat also keinen Händler als direkten Ansprechpartner vor Ort. Dessen muss man sich bewusst sein, aber die Qualität dieser beiden Fahrräder macht auf uns einen wirklich guten Eindruck, wenn man sich den Rahmen anschaut. Die Schweißnähte sind super robust, die Anbauteile, alles ist aus Metall, auch so Dinge wie die Pedale oder die Bremshebel. Die Gangschaltung ist von Shimano, die Batteriezellen sind von Samsung bzw. beim großen Cruiser von LG. Das macht alles einen echt guten Eindruck. Cool aussehen tun sie auch und auch die Kennzahlen sind erstaunlich. Die Batterie vom Cruiser, von diesem Fat Tire Bike hier, hat 48 Volt und 17,5 Ampere-Stunden, also 840 Wattstunden.
Das ist schon Wahnsinn. Der Motor ist bürstenlos, in 5 Stufen regelbar und liefert 250 Watt Dauerleistung. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 25 km/h abgeriegelt. In den USA können die 45 km/h fahren. In Deutschland, wie gesagt, abgeriegelt, damit man legal unterwegs ist. Aber es zeigt eben, wie viel Power diese E-Bikes haben. Die Reichweite soll bei bis zu 100 Kilometern pro Ladung liegen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Die längste Strecke, die ich bisher damit gefahren bin, waren 35 Kilometer. Hier richtig steil die Berge rauf und runter. Danach war die Batterie noch halb voll, was also schon mal sehr vielversprechend war. Und vor allem absoluter Gamechanger, hier selbst bei geführten 15% Steigerung ohne Anstrengung mit 25 km/h den Berg hochfahren zu können. Das ist schon wirklich verrückt. Wie sich die beiden Fahrräder im Alltag schlagen werden, das werden wir sehen. Tina hat ihre erste große Ausfahrt noch vor sich, aber wenn sie mit dem City Pedelec so zufrieden ist wie ich mit dem großen Bruder, dann haben wir in den nächsten Wochen und Monaten auf jeden Fall sehr viele coole Touren vor uns. Wir werden in ein paar Wochen dann auch irgendwann mal berichten, wie es uns damit so ergangen ist. Wir werden kein komplettes Vorstellungsvideo oder irgendwie sowas machen, dafür sind wir nicht bike-affin genug. Aber ja, wenn ihr irgendwelche konkreten Fragen habt, dann schießt los, wir versuchen alles zu beantworten. Schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ein weiteres Upgrade ist, dass wir jetzt auch endlich 230 Volt im Van haben. Wir hatten auch die letzten 3 Jahre 230 Volt im Van, aber eben nur über diesen kleinen Mini-Wechselrichter, den wir euch schon mal in unserem Roomtour-Video vorgestellt haben. Der hat auch super funktioniert, der hat unsere ganzen Kamera-Akkus, unsere Drohne, unsere elektrischen Zahnbürsten und am Anfang auch unsere Laptops geladen. Aber das Teil bringt eben nur so 200, 300 Watt und kann nur ganz kleine 230 Volt Geräte laden. Das heißt, kein Föhn, wie ich ihn mir manchmal im Winter gewünscht hätte. Natürlich keine E-Bikes und auch keine Kaffeemaschine. Und das ist jetzt anders. Dirk sagt euch gleich, was wir jetzt für ein Gerät für die 230 Volt Versorgung haben. Aber ich will euch jetzt erstmal unsere Kaffeemaschine vorstellen. Wir lieben zwar den Geschmack von Kaffee aus der French Press, aber es war doch immer ein bisschen nervig in der Zubereitung und vor allen Dingen dann auch in der Reinigung. Also es ist natürlich total okay und wir haben es jetzt fast 3 Jahre so gemacht und es war auch immer eine super Lösung. Aber wir wollten doch gerne die Möglichkeit haben, einfach auf Knopfdruck schnellen Kaffee zu bekommen. Wir haben uns die Essenza Mini gekauft als Warehouse-Deal bei Amazon für knapp 60 €. Das war die kleinste Kapselmaschine mit guten Bewertungen, die wir finden konnten und die funktioniert hervorragend. Die passt perfekt selbst auf unseren kleinen Tisch und Dirk hat hier aus Holz noch eine Halterung einfach zugeschnitten. Jetzt hält sie hier ohne Schrauben einfach an diesen Spanngurten. Mega gut. Wir benutzen dafür solche selbstbefüllbaren Kapseln. Die haben wir im Lidl gekauft. Das ist zwar ein bisschen mehr Aufwand, aber dafür produzieren wir keinen Müll und das war uns wichtig. Und die Teile funktionieren super. Die haben so 5, 6 € für 2 Stück gekostet und wir sind mega happy damit. Ja, das ist auf jeden Fall ein Upgrade, das unseren Alltag verändert hat. Aber wie betreiben wir das Teil jetzt? Mit einer Powerstation. Schon seit Ende Dezember haben wir die EcoFlow Delta Max mit an Bord. Schon letztes Jahr in Schweden hatten wir den Vorgänger davon, die EcoFlow Delta 1300 testweise dabei. Darüber haben wir auch ein detailliertes Vorstellungsvideo gemacht für alle, die nicht wissen, was eine Powerstation ist, in aller Kürze. Das ist im Grunde eine Batterie, ein Wechselrichter und ein Ladegerät in einem, also quasi ein Gesamtpaket, das Strom aus unterschiedlichen Quellen speichern kann und das Strom an unterschiedliche Geräte abgeben kann. Sowohl an 12 Volt Geräte, wie sie im Camper im Standard sind, als auch an 230 Volt Geräte, wie sie im üblichen Haushalt Standard sind. Normale Aufbaubatterien können eben nur 12 Volt und zum Betreiben von einer Kaffeemaschine oder zum Laden von E-Bikes und Co. müsste man dann eben an eine Steckdose. Die gibt es auf dem freien Feld nicht, daher haben wir uns für dieses Setup entschieden. Man könnte das Ganze auch anders lösen mit einem eigenständigen Wechselrichter und das ist definitiv die kostengünstigere Lösung, wenn man schon ausreichend Batteriekapazität hat. Warum wir uns aber für dieses Setup entschieden haben, was es für uns für Vorteile hat, wie das Ganze verkabelt ist und funktioniert, das erklären wir euch ganz in Ruhe in einem separaten Video. Das würde jetzt hier definitiv den Rahmen sprengen und wir wollen damit auch noch 2, 3 Wochen warten, bis wir unser drittes Solarmodul haben. Das haben wir schon bestellt, aber ist noch nicht da und wird auch in die Heimat geschickt. Sobald wir das auf dem Dach haben, machen wir dann einmal ein gesammeltes Video. Und auch da gilt, wenn ihr irgendwelche konkreten Fragen zum Strom-Setup habt, die wir in dem Video dann vielleicht klären können, schreibt uns gerne.
Bis es soweit ist, legen wir euch unser bisheriges Video zur ursprünglichen EcoFlow Delta ans Herz. Die Delta Max ist im Grunde technisch fast gleich, einfach nochmal ein bisschen größer und leistungsstärker. In dem Video stellen wir euch auch unser mobiles Solarpanel vor und dazu ein Hinweis: unser Code OTTER5 im Wattstunde Solarkonto Online-Shop, der ist nach wie vor aktiv. Wenn ihr also irgendwas zum Thema Solar, Elektrik im Camper braucht oder auch einfach nur eine Beratung, dann meldet euch bei den lieben Leuten. Auch auf die Powerstations gibt es da mit unserem Code 5% Rabatt und das lohnt sich bei den Teilen schon sehr, denn die sind ja noch immer nicht gerade günstig. Letztes kleines Update für jetzt. Ich habe eine Stauraumerweiterung geschaffen. Das habe ich letztens mal irgendwo in einer Facebook-Gruppe gesehen. Generellen Stauraum, davon haben wir eigentlich genug, aber es ging darum, gut erreichbaren Stauraum zu schaffen. Gerade weil wir hier eigentlich immer unseren Fernseher inzwischen hängen haben. Das heißt, allein an diesen Schrank ranzukommen, ist ein bisschen nervig. Aber mit den Teilen haben wir jetzt zusätzlichen Platz, einfach für leichte Dinge, für Boxershorts, Handtücher, Socken, sowas ist da drin. Und das sind einfach 3 so Schuhaufbewahrungsteile von Ikea. Die habe ich an eine kleine Holzplatte geschraubt und die wiederum dann von unten an den Schrank mit Gewindeschrauben geschraubt. Das sind 6 kleine Löcher, die ich dann auch irgendwann wieder zumachen könnte mit diesen Klebenupsis. Aber es ist von unten, das sieht man nicht. Und ja, für uns ist das eine ganz gute Lösung. Ist sicher nicht für jeden was, aber für den Fall, dass jemand von euch gerade auf der Suche nach einer Stauraumlösung ist, vielleicht ist das ja Inspiration. So, jetzt aber genug mit den Camper-Upgrades. Jetzt wollen wir euch diesen Stellplatz hier vorstellen, denn der ist wie gesagt richtig cool. Er liegt hier am Rande des kleinen Dorfes Garniger Terme, ein bisschen oberhalb von Trient und damit nur eine knappe Stunde vom Gardasee entfernt. Wir standen vorletztes Jahr im Oktober schon mal ein paar Tage hier in der Gegend, da aber noch 10 Kilometer weiter südlich auf einem anderen Platz. Beide haben wir bei Park4Night gefunden und beide sind offizielle, legale und kostenfreie Wohnmobilstellplätze. Aber dieser hier hat im Gegensatz zum anderen Platz einen ganz entscheidenden Vorteil. Er ist nicht nur asphaltiert, was beim Regenwetter der letzten Tage super war, sondern er hat vor allem auch eine kostenlose Entsorgungsstation für Toiletten und Grauwasser, kostenlose Trinkwasseranschlüsse, teilweise direkt am Platz und sogar kostenlose Stromanschlüsse. Wir konnten es gar nicht glauben, als wir angekommen sind, aber es ist wirklich so. Die ersten Tage gab es noch kein Wasser, weil das hier im Winter abgestellt wird. Aber dann kam jemand von der Kommune und hat alle Wasserhähne wieder angestellt. Und jetzt hat man wirklich alles, was man braucht. Absolut genial. Hier im Dorf gibt es einen kleinen Supermarkt mit dem Nötigsten. Hier in der Umgebung gibt es ein paar Wanderwege. Und ein bisschen den Berg hoch gibt es sogar ein Skigebiet. Also richtig, richtig cool. Und hier stehen wir jetzt ehrlicherweise schon seit 3 Wochen. Eigentlich wollten wir ja schon in Spanien sein, aber ein guter Freund von mir hat kurzfristig seine Hochzeit anberaumt und die wollen wir natürlich nicht verpassen. Und dann haben wir überlegt, ja, wie machen wir das? Fahren wir trotzdem runter, fliegen dann zurück, fahren wir hin und her oder fahren wir vielleicht nur ein kleines Stück in den Süden, um es dann nicht ganz so weit für den Rückweg zu haben. Und genau dafür haben wir uns dann letztlich entschieden. Wir haben dann auch gesehen, dass hier am Gardasee das Wetter sehr gut sein sollte. Das war gut angesagt und das hat sich auch bewahrheitet. Und ja, dann sind wir am Ende einfach irgendwie hier hängen geblieben, was natürlich auch daran liegt, dass dieser Stellplatz einfach so cool ist. Hinzu kam auch, dass wir mit so vielen To-Dos und so viel Videomaterial und so viel Ideen aus Südafrika zurückgekommen sind, ja auch mit so viel Erlebnissen, die wir erstmal irgendwie verarbeiten mussten, dass wir noch gar nicht Lust hatten, so wirklich direkt wieder loszuziehen und neue Dinge zu erleben. Stattdessen wollten wir einfach mal ein bisschen stationär bleiben, ein paar Dinge abarbeiten, uns um ein paar Dinge kümmern. Wir haben die letzten 5 Südafrika-Videos von hier produziert, auch noch ein paar andere Sachen geschrieben und Fotos sortiert und endlich mal unsere Webseite auf den neuesten Stand gebracht, Behördensachen, also Kram. Und ja, auch um unsere innerlichen Akkus ein bisschen aufzuladen, um wieder Lust für Neues zu haben. Das war definitiv gut und notwendig, denn wenn man wie wir die letzten fast 3 Jahre im Grunde konstant auf Reisen ist
und jede Woche neue Dinge erlebt, diese Erlebnisse dann auch noch in Video- und Textform gießt und teilt, dann braucht man irgendwann mal eine Pause und die hatten wir jetzt. Und jetzt haben wir wieder richtig Lust loszuziehen. Nach dem kurzen Trip in die Heimat geht es dann endlich los übernächste Woche nach Spanien. Wie lange wir da bleiben werden, wissen wir ehrlich gesagt noch nicht. Wir werden uns treiben lassen und wir sind schon richtig gespannt darauf, was uns da unten erwartet. Ob wir dann, wenn es uns zu heiß wird, auch noch mal Richtung Nordeuropa aufbrechen, wissen wir auch noch nicht. Wir hätten schon Lust auf Norwegen und die Lofoten und wir haben auch noch ein paar andere Ideen im Kopf. Aber jetzt lassen wir erstmal Spanien auf uns zukommen. Bevor wir uns aber aus Spanien melden, werden wir noch ein paar Videos hochladen, die wir jetzt hier gefilmt und vorbereitet haben. Unter anderem eine Kostenaufstellung über alle unsere Ausgaben aus dem letzten Jahr Vanlife Europa. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert gerne unseren Kanal. Moment, stopp, bevor du jetzt hier abmoderierst, sorry. Ich habe noch eine Frage, und zwar eine Stromfrage. Für uns ist es ja ganz neu, hier an einem offiziellen Stellplatz zu stehen und eingesteckt zu sein an den Landstrom. Und wir haben jetzt festgestellt, das Problem, dass unser Ladegerät, unser Landstromladegerät, alle 2-3 Tage einfach abschaltet. Also die 230 Volt Steckdosen im Van funktionieren noch. Das Knaus Bedienpanel sagt, wir sind noch angesteckt. Aber das CBE-Ladegerät funktioniert einfach nicht. Es ist noch an, aber es lädt nicht. Wenn ich es dann einmal kurz aus und wieder anmache, dann funktioniert das. Kennt ihr das Problem auch? Dieses CBE-Ladegerät ist in relativ vielen Kastenwagen verbaut, glaube ich. Also ja, wenn irgendjemand eine Ahnung hat, warum das so ist das normal? Muss ich irgendwas einstellen? Dann meldet euch gerne und schreibt uns. Wir sind über jeden Tipp dankbar. So, damit jetzt aber wirklich Schluss mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Freut uns, dass ihr reingeschaut habt. Wir sind sehr gespannt auf alles, was in den nächsten Wochen und Monaten auf uns zukommt. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr weiterhin mit dabei seid. Damit viele liebe Grüße aus der Ferne und bis zum nächsten Mal.